So, hallo und ganz herzlich willkommen zurück zum Let's Play von L.A. Noire. Wir begeben uns jetzt trotzdem mal zu unserem Auto. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, ob wir jetzt quasi die letzte Folge halbwegs erfolgreich abgeschlossen haben, weil ich immer noch der Meinung bin, wir haben irgendwas übersehen. Hast du noch irgendwas gesehen? Du irgendwas gesehen? Weil Rusty bleibt irgendwie immer noch da. Das finde ich ein bisschen blöd. Da soll sich mal beeilen, der Alte. Schöne Musik. Ja, will ich auch mal hinfahren. Weil irgendwie, also das Spiel will uns signalisieren, dass wir noch irgendwas übersehen haben. Glaube ich. Aber ich weiß nicht, um Himmels Willen, was ich übersehen habe. Schöne Musik. Ah! Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. Right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting those. I'm sure. Any central unit, car 16L reports a possible jumper at 8 and Hope, the Methodist Church. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da sind wir. Da oben ist unser Tatort, das ist nicht weit. Und da unten ist der Fall. Natürlich fahre ich dahin. Klar, natürlich fahren wir dahin. Nee, wir geben es erstmal kräftig Gas und schauen mal, dass wir da hinkommen. So. Zumindest zu unserem Wohnsitz, weil ich bin immer noch der Meinung, irgendwas übersehen zu haben. Ich weiß aber um Himmels Willen nicht was. Wahrscheinlich meinen spielen wir bloß, weil wir da antilinear durch sind, dass wir da irgendwas übersehen hätten. Aber haben wir natürlich nicht, weil wir schon wissen alles genau im Voraus und so. Ach, das war da vorne. Meh. Ah, Kollege, geh mal weg da. Jesus, Phelps? Da, oder? Hier? Hier! Da, dankeschön. Hier in die Einfahrt brauchen wir nicht unbedingt rein. Antonias Wohnsitz. Hollala. Aber wohlhabend, das muss man sagen. No pets allowed. Rooms 35 Cent. Auf jeden Fall ist das es ist ein Pension, ne? Wait just a moment! Oh, diese Stimme. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Das werden wir tun. Wir followen ihr in den Walk your feet as Saloon. you come in, detectives. It's this way. Jo. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh no! She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Was? Excuse us a moment, ma'am. Treppe hoch und... Was? Letzter Raum links. Wo geht's denn? Da war ein Klimbim. Wo siehst du das? Wollten sie bloß, dass man es mal sieht. Cole, let's get moving. Ja, ich würde mal bloß das Bild anschauen, weil das Spiel war der Meinung, mir das Bild zeigen zu wollen. Und dann schaue ich mir das auch mal an. Also einmal hoch da, ich komme doch schon. So. The last room on the left. Dürfte der hier sein. Und der ist einfach offen. Will you look at that? Someone's turned the place over. Da hat jemand ein bisschen was auseinandergenommen. Ja, mei. Hollala. A smashed window explains why the place looks tossed. Liegt da draußen was? Da draußen... You know how I feel about windows, Phelps. Da draußen liegt doch hier... Da liegt doch was. Da liegt doch eine Stange. Genau. Wo kommt die her? So someone broke in using this thing instead of a crowbar. I wonder where it was taken from. Wahrscheinlich von irgendeinem Zaun oder sowas. Haben wir da denn irgendwas, wo es herkommen könnte? Oder nutzen wir es dann im richtigen Moment, um den Täter zu überführen? So, die Glasscheiben können wir uns eh nochmal anschauen. Haben wir denn aus der Entfernung da irgendwas, was wir uns anschauen können? Nö. Da unten fehlt eigentlich auch nicht. Das Dreirad ist umgekippt. Zufall? Ich denke nicht. Der Sandkasten sieht aber auch bloß schön aus. Any ideas?
We need to search her room, Phelps. See what you left behind. Ja, Ruhm ist eine gute Idee. Ruhm ist eine gute Idee. So, da und das haben wir ja gesehen. Da ein Brief im Koffer. Den können wir uns vielleicht mal anschauen. Mrs. Maldonado, 712 North Hill Street, Los Angeles, Kalifornien. Immer auf mit dir. Ach, wir hatten da vorher schon mal so einen Brief in der Hand, oder? Also, Mrs. Antonia Isabel Maldonado, Parsons Pension, 712 North Hill Street, Downtown Los Angeles, Kalifornien. Antonia. Bezug nehmend auf meinen Brief vom 7. August möchte ich Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass Ihr Gesuch an dem obersten Gerichtshof des Staates von Kalifornien angenommen und mit einem Gerichtstermin angesetzt wurde. Ihr Fall, Prozesslistnummer 98765, wird am 17. September verhört wahrscheinlich, weil will behört. Ich wurde darüber informiert, dass Ihr Ehemann Angel Christopher Maldonado wohnhaft in bla 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 die offiziellen Unterlagen zugestellt wurden und dass sein Erscheinen im zentralen Bezirksgericht am obergenannten Termin gewünscht wird. Obwohl es nicht notwendig ist und viele Frauen in ihrer Position sich dagegen entscheiden, würde ich Ihnen raten, am vereinbarten Termin ebenfalls im zentralen Bezirksgericht zu erscheinen. Scheidungstermin oder was ist das? Meiner Erfahrung nach kann die Anwesenheit einer weiblichen Klägerin in Fällen wie diesem den Ablauf positiv beeinflussen und wenn Ihr Ehemann am 17. September nicht erscheint, was Ihrer Aussage nach wahrscheinlich ist, kann das nur unsere Chancen verbessern. Mit freundlichen Grüßen, Frederick D. Tarstel, irgendwas. Okay, we have an address. Brief des Anwalts. Was ist denn das hier überhaupt? Okay, was ist das für ein Brief? Ist das ein Entscheidungsgerichtsterminsbrief oder was haben wir da? Ich habe absolut keine Ahnung, was wir da gerade gefunden haben. Was liegt da so alles? Ein Waschbecken. Ein Bild. The charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Ja, und was macht das für einen Unterschied? I don't think that makes any difference in it. Das will ich auch nicht nochmal angucken, Kollege. Nein, ich möchte das nicht nochmal angucken. Ich habe es bereits gesehen. Da, das Fenster ist halt... Da, genau, das Fenster ist noch intakt. Liegt da unten noch irgendwas? Da unten. Nein. Aber irgendwas muss ja noch sein. Warum ist es wieder voll dunkel hier? Ne, das haben wir ja auch schon gehabt. Aber ansonsten... The landlady looks like she means business. We'll be wanting her statement. Glaube ich auch, weil Let's go ansonsten talk to her. finden wir jetzt hier nicht mehr viel. Beeilen wir uns mal. Wir wollen noch was schaffen in der Folge. Sonst passiert mal wieder überhaupt gar nichts. Antonia was so innocent, Detective. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. Mögliche Verdächtige, wer könnte denn Do you gewesen have any sein? idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I Ah, killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. ja, das glaube ich ihr. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Bewegungen des Opfers. Wo ist er denn gewesen? What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Weißt du nicht trotzdem was? Ich glaube, du weißt was. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Das ist doch schon mal
eine wichtige Information. Danke fürs Enthalten, meine Dame. You've had a break-in? No. That can't be true. Ja, da können wir jetzt Lüge sagen, weil das ist ja zwar nicht wirklich eine Lüge, aber wir wissen ja, dass es anders You're being ist. economical with the truth, Mrs. LaPenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Ja, dann komm jetzt mal mit, meine Gute. Wir haben da zerbrochenes Fenster, ne? So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. Ach ja, ein Waschbär. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Das kann sein. Das kann sein. Niedergang der Ehe. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Glaub ich dir nicht, so wie du das gesagt hast. Glaub ich dir nicht. Haben wir denn irgendwas Beweise? Foto eines Armbandes. Ist es eine Lüge? What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. Ja, dann guckst du Foto, weil du bist da wahrscheinlich eh so oft in ihrem Zimmer, weil dir halt das Haus hier gehört. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we can check out the Eldorado bar. Ich bin dafür, dass wir uns erstmal in der Eldorado Bar umschauen. Waren wir da nicht schon mal? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Eldorado Bar. Eldorado Bar. Fahren wir da mal hin. Immer eingestiegen. Auch du mal, Eldorado Bar. Nosy old hag? Ah! And I thought I was coming on strong with the ex-wives line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth? You don't think it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? No. A broad drinks, she gets a bit tight, she starts mouthing off. This leads to that, and she ends up in an alleyway. It's a sad story, but this town's seen it play out 1,000 times, Cole. Why don't you want to see a connection here? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. Breathe, Phelps. Breathe, damn it! Think there's Ja, ich anything fahr to the doch divorce toll. angle? I've been through 3, so no big deal. After a while, you just numb yourself to the experience. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. Ich hab gedacht, da geht's durch. Schade, da war nur ein Parkplatz. So, können wir da lang. Und dann würde ich sagen, bevor wir da sind... Boah, ist die Musik laut. Stellen wir uns mal ganz kurz hier an eine Warteplatz. Und dann würde ich sagen, beenden wir ganz kurz die Folge. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Let's Play. Boah, ist das laut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.